Problem Nummer 3, Musiktheorie. Ganz groß geschrieben, ich höre es auch immer wieder, Thomas, mein Problem ist die Theorie. Ja, dazu eine Sache. Ich finde, das Problem Musiktheorie ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Aus welchem Grund? Also erstmal, es gibt zwei Arten von Schülern, die ich bemerke, was Musiktheorie angeht. Die einen, die wollen Musiktheorie einfach lernen, einfach aus dem Grund, weil sie es lernen wollen. Sie wollen einfach wissen, wie es funktioniert. Was ist ein C? Also wahrscheinlich auch hier zum Gehirntraining und einfach, um so die Basis zu haben. So, die Leute spreche ich jetzt hiermit nicht an. Das kann ich verstehen. Musiktheorie, wen es brennend interessiert. Ich gehöre übrigens auch dazu. Ja, der lernt es einfach, so wie man jede Theorie lernt. Ich habe da eine ganze Menge Videos zu, in verschiedenen Bereichen. Ja, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja etwas, was man einfach möchte und das kann man lernen, ne, anhand der vorgegebenen Methode. Allerdings, wenn jetzt einer sagt, nee, Musiktheorie ist ein echtes Problem und es hindert mich am Musizieren, da muss ich sagen, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß und da brauchst du dir vor allen Dingen gar keine Sorgen zu machen, dass du sagst, nee, nein, ich verstehe das einfach nicht, ich werde es auch nicht verstehen. Nein, völliger Blödsinn. Es gibt nämlich eine Sache, die es vor gar nicht allzu langer Zeit noch gar nicht gab. Und zwar ist das die Sache, also erstmal die Methode, also mit YouTube-Videos Klavier spielen zu lernen, ist eine unglaublich effiziente Methode, eine unglaublich sinnvolle Methode, Klavier spielen zu lernen, weil es möglich ist, jederzeit, an jedem Ort, ja, also wo eine Internetverbindung ist oder wo man auf jeden Fall das Video dabei hat, eine Tastatur von einem, der einem etwas vorspielt, in dem Fall sehr oft ich, aber es gibt ja auch verschiedene andere Tutorials noch, wo man die Tastatur von oben sehen kann und man kann der Person auf die Finger schauen. Wisst ihr was, ich hätte davon geträumt, hätte ich so eine Möglichkeit gehabt. Ich bin immer nach Köln in die Stadt gefahren abends und habe anderen Pianisten auf die Finger geschaut. Michael Jackson hat so gelernt, hat anderen Leuten zugeschaut, was sie gerade bei ihrem Auftritt machen. Übrigens, Johann Sebastian Bach zählt als einer der größten Komponisten. Er hat Komponieren nie gelernt. Er hat sich das selbst beigebracht. Er ist Autodidakt im Komponieren. Ja, das ist total krass. Aber natürlich braucht man auch gewisse Vorbilder, an denen man sich orientiert. Und es gibt nichts Besseres, als dass man einer Person auf die Finger schauen kann. Und nämlich so kompliziert ist die Musiktheorie nicht. Und pass auf, jetzt kommt nämlich die zweite Sache dazu. Oder ich möchte noch ganz kurz ein bisschen zur Musiktheorie ausholen. Was heißt Musiktheorie? Musiktheorie ja, sind einmal die Töne, die richtigen Töne zu spielen. Ich sage bewusst nicht Noten, weil Noten das aufgeschrieben ist, ne? Nicht verwechseln. Wenn ich hier einen Ton spiele, ist das keine Note, das ist ein Ton. Die Note ist das, was auf dem Papier steht. Auch das wird heute oft verwechselt. Dann sind das die richtigen Töne, dann ist das der Rhythmus natürlich. Ich denke, Rhythmus ist gerade ein sehr interessantes Thema, ja. Musik wäre nichts, wenn es nicht den Rhythmus gäbe. Es gibt nicht so viele verschiedene Töne, aber es gibt sehr, sehr viele verschiedene Rhythmen. Deswegen ist Rhythmus ein ganz großes Thema beim Thema Musiktheorie. So, und pass auf, jetzt kommt der andere, zweite ganz große Vorteil unserer heutigen Zeit, nämlich wir haben YouTube, wir haben iTunes, wir haben Spotify. Es gibt keine Möglichkeit mehr, aber es gibt keinen Grund mehr, der uns daran hindert, ein Stück im Original einmal anzuhören. Also, ich glaube, in den letzten Jahren ist es mir ein einziges Mal passiert, dass ich ein Lied nicht gefunden habe, was ich gesucht habe, um es mir anzuhören. Ein einziges Stück, und das war ein sehr exotisches Stück, ja, was ein Herr einmal von einem Busfahrer gelernt hat. Ja, vielleicht hat der Busfahrer das Stück auch selbst komponiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich das Stück nicht finden, ich konnte es mir nicht anhören. Obwohl ich spielen wollte, es gab keine Noten dazu, also blieb mir nichts anderes übrig, als dass der Herr mir das vorsang und das hat auch nicht so richtig geklappt. Also es war eine Sache, die konnte ich nicht lösen. Ich konnte das Stück nicht spielen, weil ich keine einzige Vorlage hatte. Allerdings die Vorlage, sich ein Stück anhören zu können, das ist ein Luxus, ja. Auch das hätte ich mir vor einigen Jahren erträumt.
Ich weiß noch, ich wollte ein Stück von Elton John spielen, Sacrifice. Was habe ich gemacht? Ich hatte keine Noten, also im Internet gab es noch nichts. Vor allen Dingen habe ich immer auch mehr mit Gehör gearbeitet, vor allen Dingen damals. Ich musste am nächsten Tag nach Köln fahren und mir die CD kaufen. Und heute hole ich mein Handy raus und höre das Stück 30 Sekunden später. Das ist unglaublich und das ist auch ein Grund, und da hört man den Rhythmus. Du musst nicht mehr überlegen, warte mal, was steht jetzt in den Noten, wie kriege ich das jetzt hin, wie ist die Theorie, wie zähle ich da 1 und 2 und 3 und 4. Klar, es ist auch für die Leute, die das lernen wollen, ist es sinnvoll. Aber wenn man es vorgespielt bekommt und man muss es nur noch nachspielen, da brauchst du nicht mehr zu wissen, was da ist. Es gibt ganz andere Möglichkeiten einfach heute. Also du musst die Theorie nicht mehr verstehen, um es umsetzen zu können, also um Musik zu machen. Das ist nicht mehr nötig. Aber wenn du natürlich möchtest, das Material gibt es und du kannst dich gerne damit beschäftigen. Also wie gesagt, ich habe ganz, ganz viele Videos auch zu dem Thema. Mich interessiert Musiktheorie auch, aber wer sagt, nein, Musiktheorie ist ein Problem und das hält mich vom Musikmachen ab, das Argument gibt es einfach nicht mehr. Ja, also, weil man anderen Leuten auf die Finger schauen kann, man kann jederzeit, ja, vor allen Dingen, man muss nicht bis zum nächsten Dienstag oder bis zur nächsten Unterrichtsstunde warten, um da dann das wieder vorgespielt zu bekommen. Nein, man kann es jederzeit vorgespielt bekommen. Das mit den Videos und die zweite Sache halt, dass man sich das Original auch jederzeit anhören kann. iTunes, Spotify, YouTube, ja, also hervorragende Möglichkeiten gibt es heute. Also, Musiktheorie, Problem Nummer 3, dieses Problem meiner Meinung nach gibt es nicht. Wenn du es lernen möchtest, lerne es anhand zahlreicher Methoden, die es gibt, gerne auch mit meinen Videos. Wenn du sagst, es hindert mich, nein, sage ich ganz klar. Also wenn du sagst, es hindert mich am Musik machen, sage ich ganz klar, nein, es hindert dich nicht. Es gibt keinen Grund der Hinderung. Problem Nummer 3 gelöst.